Wir haben den 26. Februar und wir sind 73 Tage hier auf dem Mar Azul. Und jetzt soll es weitergehen nach Torrox. Da gibt es nämlich einen neuen Stellplatz. Dort wollen wir kurz übernachten und den stelle ich dann in diesem Video vor. Vielleicht gibt es auch noch das eine oder andere Thema, was ich hiermit aufnehme. Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich glaube, so lange waren wir noch nie an einem Stück auf einem Camping- oder Stellplatz. Aber bedingt durch die Wetterlage und es gab auch noch ein paar andere Dinge, deshalb haben wir es hier so lange ausgehalten. Es war auch kein Problem, denn wir haben hier wieder viele nette Camper kennengelernt, viele nette Gespräche geführt. Das hat dazu beigetragen, dass für uns dieser lange Aufenthalt überhaupt kein Problem war. Das Wetter hat sich ja in den letzten 2 Wochen auch gebessert oder ist so, wie wir es eigentlich kennen. Wir haben uns von einigen schon am Vortag verabschiedet. Alle haben wir natürlich nicht geschafft. Ich bitte um Verständnis. Dann sage ich schon mal von hier aus weiterhin noch alles Gute euch, die noch hier auf dem Platz geblieben sind oder die dann jetzt hier auch weiterreisen. Mehr als 10 Jahre kommen wir jetzt hier zum Mar Azul in Balerma und so hat sich zum Betreiber und seiner Familie ein freundschaftliches Verhältnis entwickelt. Das gilt auch für alle, die in der Rezeption beschäftigt sind und im Restaurant. Rita grüßt natürlich alle Bullfreunde recht herzlich, hat immer viel Spaß gemacht mit euch. Wiedersehen! Bleibt gesund! Tschüss! Wir fahren jetzt ja in Richtung Südwesten, also sprich Richtung Malaga. Auf der Autobahn sind wir hier und unser Ziel ist ja Torrox. Dort wollen wir aber nur 2 Nächte bleiben auf dem neuen Stellplatz und dann soll es für uns weitergehen Richtung Chipiona bzw. nach Chipiona. Das ist in der Nähe von Cadiz, zu einem Stell- oder Campingplatz dort. Torrox liegt etwa 50 Kilometer vor Malaga. So, wir haben jetzt die Autobahn verlassen und fahren jetzt in Richtung Meer. Es sind von der Autobahn zum Stellplatz nur wenige Kilometer. Wir sind jetzt runtergefahren von der Autobahn und sind hier an diesem Kreisverkehr, wie man sieht. Und ich sehe gerade diese Tankstelle. Die Dieselpreise liegen aktuell jetzt hier zum Beispiel bei 1,53 €. Man kann natürlich erheblich preiswerter tanken. Da muss man ein bisschen suchen. Man findet dann Tankstellen. Ich habe die preiswerteste gesehen mit 1,25 € für den Liter Diesel. Von der Autobahnabfahrt bis zum Stellplatz hin sind es etwa 1,5 Kilometer. Wenn wir den Kreisverkehr hier sehen, dann haben wir fast unser Ziel erreicht. Wir müssen jetzt die erste Ausfahrt von diesem Kreisverkehr nehmen und dort gleich auf der rechten Seite kommt dann der Stellplatz. Der Stellplatz hat erst im Dezember 2025 eröffnet, war zu der Zeit auch noch nicht komplett fertig und ist auch jetzt noch nicht ganz fertig. Toiletten und Duschen gibt es im Moment noch nicht hier auf diesem Stellplatz. Ich habe es schon häufiger gesagt und ich wiederhole es gerne, ich freue mich über jeden neuen Stellplatz, der hier in Spanien eröffnet. Jetzt werden vielleicht einige sagen, warum nimmt ihr gerade diesen Platz? Es gibt doch schönere in Torrox, das ist richtig. Es gibt da schönere Plätze, die kennen wir auch. Aber wir reservieren ungern oder man bekommt auch nicht einen Platz, wenn man nicht langfristig vorher reserviert. Und das ist nicht so unser Ding. Wir wollen ja auch nur 2 Übernachtungen machen und dafür reicht uns so ein Platz dann völlig aus. Auch darauf weise ich immer gerne wieder hin. Ich empfehle keine Plätze. Ich zeige, wie es dort aussieht und das ist auch in diesem Fall so. Und jeder kann natürlich für sich dann entscheiden, ist was für mich oder ist nichts für mich. Wir haben vorhin kurz im Video den Chef gesehen. Ich habe mit ihm gesprochen. Wir können uns hier eine Parzelle aussuchen, hat er uns gesagt, und möchten uns dann bitte anmelden bzw. einchecken.
Die Parzellen haben eine Breite von ca. 5 Metern, in der Länge 10 Meter, ich würde sagen Fahrzeuge bis 10 Meter sind möglich hier. Aktuell hat der Platz 35 Parzellen, er soll aber noch erweitert werden um weitere 25 Plätze. Die Erweiterung sieht man hier schon im Hintergrund, dort wird auch gearbeitet, aber großer Baulärm war nicht zu hören. Hier sieht man das Ganze nochmal grenzdirekt an den bestehenden Stellplatz an. Was positiv zu bewerten ist, ist die Zufahrt, die ist großzügig. Auch die Rangiermöglichkeiten sind hier großzügig. An der Zufahrt findet man auch ein kleines Häuschen, das dient als Rezeption. Hier checkt man ein, man wird informiert hier auf der Tafel über die ganzen Dinge und zahlt 14 Euro pro Tag. Strom kostet aktuell 4 Euro pro Tag. Die Platzgebühr zahlt man beim Einchecken. Die Einfahrt hat ein automatisches Tor, dafür bekommt man einen Code. Damit kann man das Tor jederzeit öffnen. Der Stellplatz liegt direkt an einer Durchgangsstraße. Man sieht hier, glaube ich, die Fahrzeuge, die hier alle fahren. Starker Verkehr auf dieser Straße und er ist natürlich auch gut auf dem Stellplatz zu hören. Wichtiger Punkt für Wohnwagenfahrer, die sind hier auch herzlich willkommen, können hier auch, wenn es drauf ankommt, angehängt stehen bleiben. Aber nicht immer, wenn nicht ausreichend Platz ist, dann müssen sie abhängen. So hat man mir das jedenfalls hier erklärt. Der Platz war am Tage bis zu 30% etwa belegt. Das änderte sich immer am Abend. Dann füllte sich der Platz. Dann war bis zu 50% der Plätze belegt. Wie ich am Anfang schon sagte, Toilette und Dusche gibt es im Moment noch nicht. Es ist in Arbeit. Ich denke, es dauert nicht mehr sehr lange. Dann ist das Ganze fertig. Hier sehen wir jetzt die Waschmaschinen und Trockner. Rechts daneben kommen dann die Duschen und Toiletten. Wie gesagt, habe ich jetzt nicht aufgenommen, weil das Ganze erst im Bau ist. Wer mit Anhänger kommt, kann den Anhänger, wenn es passt, mit auf seine Parzelle nehmen. Dann kostet es auch nichts mehr. Wenn man den abhängt und extra irgendwo abstellt, das weiß ich nicht. Das konnte ich nicht in Erfahrung bringen, ob es dann extra was kostet. Am Abend, der Platz ist gut ausgeleuchtet, man hört noch den Straßenlärm, ab 22, 23 Uhr wird es ruhiger. Nächster Morgen, wir haben gut geschlafen und wir konnten auch ausschlafen, der Straßenverkehr war nicht so stark, dass man gleich davon aufwachen musste. Wir haben uns entschlossen, ans Meer zu fahren. Und zwar fahren wir nicht auf der Straße, diese stark befahrene Straße, die in den Ort oder in die Stadt Torox führt, sondern wir fahren so wieder zurück in den Kreisverkehr. Und vom Kreisverkehr aus gibt es einen Schotterweg, der uns dann bis an den Strand bzw. ans Meer bringt. Das ist die hellblau eingezeichnete Strecke. Im Kreisverkehr muss man so ein bisschen aufpassen. Hier rechts fährt man jetzt runter. Dort kommt man dann zu diesem Schotterweg. Auf diesem Weg kann man natürlich auch zu Fuß gehen, wenn man in die Stadt möchte oder wenn man ans Meer möchte. Man sieht hier schon, wie viel grüner es hier ist als zum Beispiel in der Region Almeria. Es hat ja in diesem Winter ordentlich geregnet, deshalb haben die Pflanzen viel Wasser bekommen. Jetzt kommt die Wärme, die Sonne und dann grünt es natürlich. Wir mussten noch eine Brücke unterqueren und dann sind wir schon direkt hier am Meer bzw. an der Promenade. Hier können wir mit dem Fahrrad bis zur Promenade fahren. Hier vorne links sehen wir ein Mirador, das ist ein Aussichtspunkt hier mit einer Glasplatte. Von hier aus hat man einen Blick einmal aufs Meer und zur anderen Seite hin zur Promenade. Torox teilt sich auf in verschiedene Bereiche oder Stadtteile. Es gibt Torox Costa, es gibt Torox Pueblo und noch weitere Stadtteile oder Bereiche. Hier werfen wir jetzt einen Blick auf die Promenade und den Strand. Torox hat etwa 22.000 Einwohner und ist natürlich geprägt von dem Tourismus. Gibt auch viele deutsche Touristen hier.
Es gibt insgesamt 4 Stellplätze hier in Thorox mit dem, wo wir drauf stehen, und einen Campingplatz. Alle Plätze sind gut besucht, ja, bis auf den, wo wir stehen. Also man muss dann auf den anderen Plätzen schon reservieren, sonst wird es dort schwierig, in den Wintermonaten einen Platz zu bekommen. Jetzt sind wir über eine Brücke gefahren, also ein Stück zurückgefahren, weggefahren von der Promenade und fahren jetzt nach der Brücke gleich so einen Schotterweg runter. Dort gibt es Parkplätze an einem trockenen Flussbett und hier stehen auch Wohnmobile frei. Eine End- und Versorgung gibt es hier natürlich nicht. Es handelt sich hierbei ja natürlich nicht um einen öffentlichen Stellplatz, sondern es ist ein Parkplatz, wo natürlich auch Wohnmobile parken dürfen. Wie weit das hier immer geduldet wird, weiß ich nicht. Ich habe aber gehört, hin und wieder wird hier geräumt. Dann müssen alle wegfahren hier mit ihrem Mobil. Man darf auf solchen Plätzen keinen Tisch und Stühle rausstellen, keine Markise rausfahren und so weiter. Also kein Camping dort machen. Parken ja, so steht es jedenfalls. Irgendwo habe ich es gelesen. Aber gut, das ist immer sehr unterschiedlich. Einige Plätze werden geräumt, wenn zu viele dort stehen. Hier ist natürlich noch die Gefahr, wenn es mal stark regnet, handelt es sich um ein trockenes Flussbett. Da kann es natürlich auch zu Überschwemmungen kommen. Für uns ging es wieder zurück in die Stadt und dann in Richtung Stellplatz. Und zwar auf halber Strecke hier an der stark befahrenen Straße. Nicht so schön hier mit dem Fahrrad zu fahren, gibt es den Discounter Lidl. Es ist Samstag und andalusischer Feiertag. Trotzdem hat der Discounter hier geöffnet und wir können einkaufen. Gut bepackt ging es dann zurück zum Stellplatz, der etwa von diesem Discounter 700-800 Meter entfernt ist. Zurück zum Stellplatz. Wir haben diesen Platz nicht nur ausgewählt, um hier jetzt Station zu machen oder als Etappenplatz zu nutzen, sondern es ging auch darum, dass wir eine langjährige Bekannte, die hier nach Spanien ausgewandert ist, hier mal treffen möchten. Am Abend hat Melanie uns dann auf dem Stellplatz besucht. Finde ich das ganz, ganz klasse. Sehr schön. Da Melanie jetzt schon 4 Jahre hier in Spanien lebt und viel Erfahrung und auch Informationen hier zu Spanien hat, habe ich sie zu dem Thema befragt. Wir sitzen in unserem Wohnmobil und sind in Thorox auf einem neuen Stellplatz und haben Besuch bekommen von Melanie. Melanie lebt mit ihrem Mann jetzt in Spanien schon eine Zeit und Melanie kennt sich so ein bisschen aus und da würde ich Sie gerne befragen zu Sachen für alle, die jetzt gleich auswandern wollen, vielleicht länger leben wollen in Spanien. Und da soll uns die Melanie mal ein bisschen was zu sagen. Hallo Melanie. Hallo erstmal. Schön, dass ich hier sein darf. Ja, wunderbar. Du, erzähl, du bist, oder ihr seid, du musst sagen, du bist mit deinem Mann lebst jetzt hier in Spanien. Genau, wir leben hier seit fast 4 Jahren jetzt in Spanien und fühlen uns hier pudelwohl. Kommen ursprünglich direkt von der Nordseeküste und haben aber dort alles verkauft und sind jetzt auch komplett hierher gezogen. Ja, schön. Jetzt gibt es ja 1000 Fragen, wenn man auswandert, wenn man hier in dieses Land hier in diesem Land leben möchte, dann ist es ja nicht immer so einfach, dass man das alles so in 3 Sätzen beantworten kann. Aber du hättest so die Idee, anderen zu helfen. Genau, ich habe festgestellt, also über die Social-Media-Seiten wie Facebook oder Instagram, dass gerade im Moment auch der Umbruch sehr groß ist. Viele Deutsche auch ein bisschen unzufrieden sind oder vielleicht auch einfach einen Neustart machen wollen in einem anderen Land und da Spanien auch sehr gefragt ist. Und ich habe da diverse Anfragen schon mal beantwortet und habe mich da total wohl gefühlt, weil ich da tatsächlich aus meinem Erfahrungsschatz, den ich in den letzten fast 4 Jahren jetzt sammeln konnte, wirklich schon helfen konnte. Ja, jetzt muss man vielleicht noch ergänzend sagen, ihr habt euch hier ein Haus gekauft, ihr lebt jetzt nicht hier im Wohnmobil oder in einem Mobilheim, sondern ihr habt ein Haus gekauft hier, nicht direkt am Meer, aber so ein bisschen 2-3 Kilometer vom Meer entfernt. Und klar, auch dazu könntest du zum Beispiel Fragen beantworten.
Absolut, weil ich mittlerweile durch die Erfahrung, die ich gemacht habe, weiß, worauf es ankommt, wo man unbedingt nachschauen sollte mit meinen Erfahrungen jetzt, was ich heute anders machen würde und kann dadurch natürlich auch vielen helfen, damit sie nicht womögliche, vielleicht in Anführungsstrichen Fehler genauso machen wie wir, sondern von vornherein den richtigen Weg einschlagen. Ja, es geht ja teilweise nur um einfache Dinge, ein Auto anzumelden, diese, ich weiß, kenne mich nicht, diese NIR-Nummer oder wie heißt Genau. sie, zu beantragen und viele Dinge, Sprache und so weiter. Alles das muss man natürlich irgendwo regeln. Richtig, das muss man regeln, aber ich habe halt auch die Erfahrung gemacht, dass viele Deutsche sich überlegen, auszuwandern und meinen, man muss wirklich schon perfekt Spanisch können. Das muss man nicht. Ich finde, es ist wichtig, dass viele Ämter zum Beispiel womöglich Mitarbeiter haben, die der deutschen Sprache in dem Fall mächtig sind, um dort dann erstmal Antworten zu bekommen. Und man weiß dann halt, wo man da suchen muss, wie man da vorgeht und was der beste Weg dafür wäre. Ja, jetzt besteht dann eben die Möglichkeit, oder das hast du angeboten, dir eine E-Mail zu schreiben. Wir blenden deine E-Mail-Adresse mal ein. Und dann könntest du oder beantwortest du Fragen, soweit es möglich ist. Und ja, alles Weitere muss man dann sehen. Genau, also Ja. ich habe halt gute Kontakte mittlerweile, dadurch, dass ich hier sehr gute Freundschaften geknüpft habe, die auch ämterweit sogar gehen, bis ins Rathaus hinein, wo ich selber nachfragen könnte bezüglich vieler Dinge, Immobilienmakler und so weiter und so fort, die ich direkt auch kenne und auch habe und sehr gerne. Also ich glaube, dass Menschen, die das Interesse haben an der Auswanderung, womöglich dort Fragen hätten, die ich sehr gewillt wäre zu beantworten, wenn ich sie dann beantworten kann. Ja, ich denke schon, dass es bestimmt hilfreich ist, mit deinem Erfahrungsschatz hier dann irgendwie, gerade für Leute, ich kriege immer, oder das muss ich jetzt sagen, ich kriege immer mal wieder Fragen, wie, was mache ich, wenn ich nach Spanien oder irgendwie auswandern will, hierher. Und da kann ich natürlich wenig dazu sagen, da ich ja nur hier Tourist bin und das ist ja bei euch eben anders, ihr lebt hier richtig mit allem drum und dran. Richtig, ganz genau. Ja, gut, Melanie, dann danke ich dir erstmal für deine Ausführungen. Ich werde das einfach mal so in meinem Video weitergeben. Mal schauen, ob da was kommt und wer da Fragen hat. Du kannst da wahrscheinlich auch Fragen beantworten mit Aufenthaltsgenehmigung und all diese Dinge. Die kommen auch immer wieder bei mir an. Ja. Aber da wollen wir jetzt nicht ins Detail gehen. Das alles können Sie die Leute dir gerne per E-Mail oder die sich interessieren, gerne per E-Mail schreiben und du, wenn es passt und du weißt, um was es geht, dann würdest du das beantworten. Sehr gerne. Ja. Das mache ich. Dankeschön, Melanie. Alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Danke. Ja, Dankeschön. Das nehmen wir jetzt mal als Abschluss so mit. Ja, War schön, dass du uns besucht hast. sehr gerne. Wünschen dir weiter einen schönen Aufenthalt, hätte ich beinahe gesagt. Weiter ein schönes Leben hier in Ja, Spanien. werden wir haben. Und wir sehen uns irgendwann mal wieder. Auf jeden Fall. Vielen Ja. lieben Dank. Und danke für die Einladung, dass ich kommen durfte. Gerne. Ciao. Ciao. Oh Gott. Wir haben uns natürlich noch über andere Dinge unterhalten mit Melanie. So erfahren wir auch immer Neuigkeiten hier aus der Region oder aus Spanien. Am Abend ist das Tor ja hier geschlossen, aber man hat rechts neben der Einfahrt einen Taster, den kann man betätigen und dann öffnet sich das Tor und schließt sich wieder automatisch. Nächster Tag, Abreisetag. Wir haben noch entsorgt und das muss ich jetzt noch erwähnen. Und zwar, wenn man nur eine Nacht hier bleibt, dann muss man das Entsorgen extra bezahlen. Wer 2 Nächte bleibt, kann hier kostenlos fair und entsorgen. Ist großzügig die Entsorgung. In der Mitte ist ein Bodeneinlass. Auch den konnten wir gut nutzen. Hier sieht man den Kassettenausguss. Auch der ist in Ordnung. Unsere Reise geht jetzt an den Atlantik, und zwar in die Nähe von Cadiz, zu dem Ort Chipiona. Dort gibt es ja den Stell- und Campingplatz La Siesta de la Gaviota. Und da wollen wir hin und dort werden wir dann einige Zeit wieder bleiben.
Dankeschön fürs Zuschauen. Würde mich freuen über ein Abo, falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt. Natürlich freue ich mich auch über ein Like, wenn euch das Video gefallen hat. Ansonsten sage ich wieder Bye bye, bis zum nächsten Mal.